Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein HP und zwar ein 250 G9 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellbezeichnung findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man auf der Rückseite, nicht so einfach zu lesen. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch relativ einfach ist. Dafür muss man nur den Frontrahmen abnehmen und auch diese Schiene. Aber die Schiene, die wird nicht verschoben. Die kann man also im Grunde genommen auch weghebeln. Am besten hier von der Rückseite, quasi hier dazwischen. Kann man die weghebeln und kommt so eigentlich echt einfach an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase, genauso wie das Touchpad auch. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst die Schrauben lösen. Und da gibt es einmal hier vorne zwei, die sind schwarz. Aber auch unter den Gummischienen sind jeweils Schrauben, die sind silbern und haben auch eine andere Länge. Also die einfach getrennt aufbewahren. Und bei den Gummischienen ist es so, die kann man hier quasi einfach drunter und die dann hochhebeln. Wenn das mal nicht so gut geht, kann man sich da auch eine Hilfe nehmen und das dann hier quasi aufhebeln. Ja, da muss man nur schauen, das ist nämlich auch das, was bei diesem Gerät hier quasi passiert ist, dass man nach Möglichkeit das doppelseitige Klebeband nicht von der Gummischiene quasi ablöst. Das heißt, da einfach schauen, dass man beim Lösen Gummischiene und Klebeband zusammen wegbekommt. Und dann sieht man hier eben nochmal 4 Schrauben. Bei der unteren Gummischiene ist es so, da ist nur eine Schraube, die ist ungefähr hier. Das heißt, man müsste die jetzt noch nicht mal richtig komplett wegmachen. Da würde es reichen, die bis hier zu lösen, diese Schraube hier rauszunehmen. Und ja, zu den Gummischienen allgemein, falls die so wie hier jetzt mal nicht mehr richtig kleben oder sich das Klebeband gelöst hat, da gibt es auch doppelseitiges Klebeband, womit man die wieder befestigen kann. Alternativ dazu, wenn das einem von der Optik her nicht stört, kann man auch Gummifüße kaufen, die Schienen weglassen und dann hier so 4 Gummifüße direkt drauf machen. Ja, da gibt es also Möglichkeiten. Allgemein nehme ich hier für alle Sachen ein Universalwerkzeugset. Das ist super praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Da ist alles drin, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen, die ich mir jetzt hier schon mal rausgesucht habe. Und in dem Fall sind das alles ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, man kann als Aufsatz hier auch einfach ein PH0 benutzen. Und den kann man dann auch für alle Arbeiten im Gerät verwenden. Um jetzt die Unterseite vom Gerät zu trennen, zeige ich euch mal, wo die langläuft. Das ist einmal hier ganz gut zu sehen. Und dann muss ich das mal aufmachen. Und dann läuft aber die eigentliche Verbindung tatsächlich hier lang. Und hier dann einmal um das Gerät herum. Und ja, zum Öffnen benutze ich hier einen der Öffner, die auch aus dem Werkzeugset kommen. Und dann versuche ich im Grunde genommen zwischen Gerät und Unterseite erstmal eine Öffnung, eine Lücke zu schaffen oder zu finden. Ich
versuche das jetzt in dem Fall auf der Rückseite und versuche das hier schon mal so ein bisschen nach oben zu hebeln. Und das geht prinzipiell mal besser und mal schlechter, sage ich mal. Auch je nachdem, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht. Genau an der Stelle kommt man eigentlich auch immer gut rein. Und dann kann man das hier nach oben hebeln. Und ja, also das kann auch zwischendurch wirklich sehr laut knacken. Das ist aber normal. Da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Das sind die Einraststellen, die sich da lösen. Und ja, wenn man dann eine Öffnung hier gefunden hat, kann man auch von der Seite das Ganze hier angehen. Einfach halt natürlich nicht mit Gewalt, aber einfach mit Geduld muss man sich dann hier drum herum arbeiten. Und wenn das irgendwie doch schwerer geht, als man so denkt, dann ja, einfach um das komplette Gerät dann herumarbeiten. An irgendeinem Punkt ist es dann aber so, dass man tatsächlich die Unterseite hier schon ja, mit den Fingern so ein bisschen rausholen kann. Und dann meistens mit ein bisschen Rütteln und Wackeln löst die sich dann eigentlich ganz gut ab. In dem Fall ist sie hier schon recht widerspenstig, aber da sind eben auch wirklich überall Einraststellen und ja, genau, also einfach überall dann noch mal ein bisschen drumherum gehen und dann hat man die irgendwann ohne Gewalt in der Hand und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und in dem Fall ist es so, der Akku ist hier direkt auf das Mainboard aufgesteckt. Das heißt, wir bauen den auch gleich aus. Und das sind einmal die zwei Schrauben und einmal die zwei äußeren. Wenn die Schrauben weg sind, kann man den Akku dann einfach nach oben hin abziehen. Und ja, hier sieht man eben die Verbindung zum Mainboard und kann den natürlich so gegebenenfalls auch tauschen. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, dass hier drüben noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte ist oder vielleicht ist bei eurem Modell auch eine verbaut. Falls nicht, muss man in dem Fall hier das Gehäuse mit dazu bestellen und auch den Adapter, der dann hier ans Mainboard läuft. Und das ist ein Kippschalter, zeige ich euch später aber beim Lüfter noch. Das heißt, man klappt den erst auf, dann kommt das Kabel, das sieht so aus wie das, hier rein und dann wird er wieder zugeklappt. Eine CMOS-Batterie gibt es hier übrigens nicht, nur so am Rande. Genau, dann sehen wir hier die beiden RAM-Slots oder RAM-Riegel. Da läuft die SSD. Dann sehen wir hier natürlich noch den Lüfter und den Heatsink. Wir haben das WLAN-Modul hier unten mit den beiden Antennen. Und also bei dem Gerät ist es auch so, dass man die Strombuchse hier drüben, die kann man einzeln tauschen. Und zwar muss man dafür das Scharnier losschrauben. Und wenn man das dann hochklappt, gibt das quasi hier die Strombuchse frei. Und das Kabel, das kann ich jetzt nicht genau sehen, das läuft hier unten irgendwo dann hier zum Mainboard. Also die kann man auf jeden Fall separat tauschen, was ziemlich gut ist. Auch separat tauschen kann man jeweils die Platine hier, hier und auch hier fürs Audio. Also auch am Kartenleser, wenn da irgendwas ist, das könnte man auch einzeln tauschen. Den RAM zu tauschen ist wie bei allen Geräten eigentlich super einfach. Der wird nämlich immer nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten und wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, dann kommt der einem meistens schon entgegen. Dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen und so eben gegebenenfalls auch nachrüsten. Und ja, beim Einbau, das geht nur in eine Richtung rein, so würde der gar nicht passen. Das heißt, da einfach in den Slot zurück und ein bisschen nach unten drücken, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Und genauso einfach ist auch die SSD. Die wird nämlich hier nur von einer Schraube gehalten.
Und sobald man die raus hat, in dem Fall jetzt auch, kommt die einem dann schon entgegen. Dann kann man die einfach aus dem Slot ziehen und eben auch nachrüsten, tauschen. Und hier das gleiche Prinzip wie beim RAM, geht nur in eine Richtung rein. Kommt dann einfach zurück in den Slot, wird hier auf das Gewinde drauf gedrückt und wieder verschraubt. Den Lüfter kann man hier übrigens auch separat tauschen. Der wird auch nur von einer Schraube hier gehalten. Da ist es nur quasi sinnvoll, dieses Kabel hier abzumachen. Und wie vorhin schon erwähnt, wird das über einen Kippschalter verbunden, also nicht einfach dran ziehen. Den muss man erst nach oben hin aufklappen, genau so. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Das ist auch hier aufgeklebt. Das heißt, da einfach so ein bisschen lösen, das aus dem Weg machen. Und dann kann man den Lüfter schon mal losschrauben. Ja, und das Kabel hier vorne, das läuft hier über das Lüfterkabel. Aber man kann so den Lüfter auf jeden Fall schon mal rausnehmen. Und das Lüfterkabel hier, das kann man einfach in die Richtung hin rausziehen. Die Kabel sind super dünn, ich würde da irgendwie nicht wirklich dran ziehen. Ich versuche das dann eher, den Stecker selber zu greifen und nach hinten rauszuziehen, genau so. Und schwuppdiwupp hat man den Lüfter in der Hand und kann den super einfach tauschen. Beim Wiederverbinden ist es so, falls man das mal nicht weiß oder nicht so genau sieht, bei dem Stecker kann man auf der einen Seite Kontakte sehen und die zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und das würde ich auch zuerst machen. Also ich würde immer erst den Lüfter wieder verbinden, in dem Fall jetzt unter das Kabel. Allein schon aus dem Grund, dass man es nicht vergisst. Dann muss man nämlich das Ganze nochmal aufmachen und das will man eigentlich nicht. Genau. Und da einfach auch schauen, der sitzt richtig drin. Es gibt so einen kleinen Knack und dann weiß man, der sitzt wieder perfekt. Ja, und dann muss man den Lüfter eigentlich nur, der hat hier sogar noch eine kleine Hilfe, dass man den genau positionieren kann. Ja, und dann eigentlich nur wieder verschrauben. Das Kabel hier auch, Stecker hoch, Kabel rein, Stecker zu. Ja, verschrauben und schon ist das erledigt. So, Akku-Einbau, genauso einfach wie der Ausbau. Man legt den jetzt einfach hier wieder auf die Verbindung drauf und drückt den da, das merkt man super, wie sich der wieder verbindet, einfach drauf. Auch hier gibt es nochmal eine kleine Führungshilfe mit einer Öffnung, wo der Akku genau drauf passt. Und ja, dann eben wieder verschrauben. Und da hat man das super schnell erledigt. Die Unterseite legt man jetzt einfach von oben wieder auf das Gerät und drückt die nach unten fest. Und da kann man ruhig fester drücken, auch in der Mitte. Da sind überall Einraststellen. Und ich gehe dann am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass da wirklich alles sitzt und alles verschlossen ist. So wie hier, dass da keine Öffnungen mehr zu sehen sind. Auch auf der Rückseite. Und dann ja, muss man nur alles wieder verschrauben, die Gummischienen drauf machen und schon ist man durch. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.